Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der heutigen Episode gucken wir uns mal ein Chest-Rig der südafrikanischen Streitkräfte an, und zwar das Breast Pouch vom Pattern 83. Leider besitze ich keine südafrikanische Uniform, deswegen muss was Britisches herhalten, aber auch bei den Briten war dieses Chest-Rig sehr beliebt. Was ist das Besondere an diesem Chest-Rig? Als allererstes sticht natürlich die Farbe ins Auge, das sogenannte Nutria Brown, und dass es für 1983, als dieses Chest-Rig basismäßig einfach als Standard eingeführt wurde, von der Verarbeitung her, von den benutzten Materialien einfach das Nonplusultra war. Ne? Wir haben hier schon zwar nicht das namentlich Cordura-mäßige Material, das ist ja ein geschützter Begriff, aber es ist ein Cordura-ähnliches Material, auch Tausender, super robust, super strapazierfähig. Wir haben Plastik-Hardware zum Verstellen, alles kann eingestellt werden. Es ist dennoch super simpel gehalten und dafür ausgelegt, dass es mit den anderen Komponenten aus dem Pattern 83 zusammen getragen werden kann. Der Ursprung liegt noch ein bisschen früher, und zwar gibt es Chest-Rigs, die eine ähnliche Bauform aufweisen, aber mit verschiedenen Materialien, die damals noch hergestellt wurden, und zwar auch schon vor den 80ern. Das Ganze habe ich so ein bisschen im Ursprung gefunden bei der Firma Niemoller. Das ist eine südafrikanische Firma. Die haben damals richtig viel geile Ausrüstung hergestellt. Auch noch aus diesem alten amerikanischen, also ähnlichem alten amerikanischen Nylon-Material, wie auch die alten Buttpacks aus dem Material, aus dem die waren, oder die Alice-Packs, wer das kennt. Und zwar hatten die schon einen Chest-Rig, was im Großen und Ganzen eigentlich schon genau das gleiche ist. Die sind eingeführt worden beim 3-2 Battalion unter anderem. Und zwar da noch in coolen Farbkombinationen, zum Teil schon mit Braun, wo dann auch Schultergurte noch in einem DPM-Muster gehalten wurden, wo einzelne Taschen in DPM waren oder die dann schon ganz in DPM waren, und ansonsten auch noch viel in dem sogenannten Emerald Green. Das ist ein ganz farbentechnisch bin ich jetzt nicht so bewandt und kann jetzt super viel dazu erzählen, aber ich blende ein Bild dazu ein, es sieht einfach cool aus. Und zwar haben diese Jungs diese Chest-Rigs damals schon eingesetzt auf ihren Missionen, und das wird dann auch ein Grund gewesen sein, warum man gesagt hat, das Ding ist geil, das brauchen wir für die gesamte Truppe. Und so soll es natürlich auch eigentlich sein. Sachen, die sich bewähren, sollen eingeführt werden. Diese Chest-Rigs sind zum Teil noch bis heute im Einsatz, und warum auch nicht, sie sind nicht outdated oder sowas. Wir haben einen klassischen Magazinenträger zusammen mit der restlichen Kampfbeladung, und ich kann mit den anderen Komponenten das Ganze halt noch erweitern. Wie ich schon gesagt habe, auch sehr beliebt bei britischen Streitkräften, und das sehen wir im Irak, in Afghanistan, in Bosnien etc. Überall sind diese Chest-Rigs und andere Teile vom Pattern 83-System im Einsatz. Und ich habe auch Glück, dass ich ein Chest-Rig bekommen habe von einem anderen Sammler in einem schönen Tausch. Gleiches Modell, welches aber von den vorherigen Besitzern der britischen Spezialkräfte modifiziert wurde. Hat aber so viele geile andere Features, und das ist so geil gemacht, das gucken wir uns dann irgendwann nochmal in einem separaten Video an. Dann schauen wir uns das Ganze einmal im Detail an. Wir fangen mit den Magazintaschen an. Das sind 3 Doppelmagazintaschen. Die sind gedacht für die R4, R5. Das ist eine Galil-Bauform, die ungefähr M16 breite Magazine aufnimmt. Die sind aber ein bisschen länger, weil die 35 Schuss fassen. Und ansonsten sind diese Taschen aber ein bisschen modularer gehalten von der Größe. Es passen auch 2 762 Magazine, also G3, R1, FAL, L1A1 Magazine in die Taschen rein. Auch wieder vorne, hinten. Die sind extra so gedacht gewesen, die Chest-Rigs, dass man die verschiedenen Kaliber aufnehmen kann. Die sind im Inneren geteilt durch eine Trennwand. Und was noch ganz interessant ist, dass es eine große Tasche quasi ist, die aufgenäht wurde, die nur unterteilt wird durch diese Trennwände im Inneren. Dann haben wir auf dieser Seite eine kleine Mehrzwecktasche für ein Field Dressing, also einen kleinen Verband. Dann haben wir hier unten nochmal eine Tasche für eine Handgranate. Hier zwischen den beiden Taschen haben wir noch eine Tasche für einen Stift oder eine Pen Flare, also für einen kleinen Signalgeber, Signalrakete. Und auf dieser Seite haben wir noch eine Tasche für eine Rauchgranate. An sich super simpel, aber das Chest-Rig wird sogar heutzutage noch als Reproduktion hergestellt, weil es eben so beliebt war und beliebt ist. Dann haben wir hier die Schultergurte.
Das ist auch nichts Tolles, aber wir haben sehr starkes Gurtband, genauso wie dieses Cordura-Material. Also ist noch nicht das Original Cordura wahrscheinlich, aber es ist nicht unter dem Namen hergestellt, aber es ist Cordura. Tausender, richtig robust, auf einer schönen Netzebene aufgenäht und eben super stabil. Und auch diese Gurtbänder ist halt alles top. Die Nähte sind geil, kann man nicht sagen. Ne? Schultergurte sind recht simpel gehalten. Ich kann vorne einmal die Länge verstellen, aber auch hinten. Dann drehen wir das Ganze einmal um. Hier hinten wieder die Verstellung. Und dann haben wir hier noch einmal den Hüftgurt mit meinem Kabel, was sich hier verfangen hat. Ausgezeichnet. So. Und hier haben wir schon, damals unüblich, also wie gesagt von 83, aber auch vorher wurde das schon so verbaut, weil es ja vom Ursprung her aus kommerziellen Firmen kommt, dieses Design. Die eine echt gute Plastic-Hardware genutzt. Ne? Hier ist kein Hersteller drauf, aber das ist, fühlt sich superwertig an. Sowas findet man nicht so oft bei solchen alten Sachen. So, hier wie schon angesprochen, dieses Netzrückenteil, das ist auch sehr stabil und ein bisschen dicker. Und dann haben wir hier noch das Kartenfach. Hier haben wir auch gleich das Label, hergestellt 1995 und die genaue Bezeichnung Pouch Brassed Ammo Carrying Pattern 83. Hier auch wieder nur mit Klett, wie bei allen Taschen. Ja, ist einfach nur ein Fach, nicht sonderlich ausladend, aber eben um Dokumente oder Ähnliches einzupacken. Das war es dann auch schon im Detail. Dann bedanke ich mich wieder einmal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.